Wir sind über Dresden ins Elbsandsteingebirge gefahren und haben fantastische Felsformationen und die sagenhafte Basteibrücke gesehen. Die haben wir zwar auf Bildern schon so viele Male gesehen und waren immer fasziniert, aber ich sag euch, selbst vor Ort zu sein ist nochmal was ganz anderes. Außerdem sind wir am geheimnisvollen Gaswerk gewesen. Wir waren ganz allein dort und irgendwie war es ein sehr mystischer Ort. Wenn ihr all das verpasst habt, könnt ihr das in unserem ersten Teil unserer Tschechien-Reise sehen. Jetzt fahren wir nach Prag und dafür machen wir uns schick. Wir lassen das Auto stehen und fahren mit der Bahn in die Stadt. Unser Parkplatz heißt so wie die Haltestelle, Depot Hostivar. Die Preise sagt Thomas nachher nochmal, was wir für die Karte, für die U-Bahn-Karte bezahlen und für den Parkplatz. 50 pro Tag kostet der Parkplatz. Das sind 2 Euro. Für die Nacht kostet das nochmal zusätzlich 100. Wir wählen jetzt das 24-Stunden-Ticket pro Person, also zweimal 240. Kann man mit Karte zahlen oder nur mit Karte. Kann man nur mit Karte zahlen. So, wir sitzen in der Bahn und fahren jetzt in die Innenstadt. Das Ticket ist wie gesagt 24 Stunden gültig, also können wir bis morgen um dieselbe Zeit mitfahren. Wir haben eine Viertelstunde bis zum Zentrum gebraucht. Wenn man diese große Uhr sieht, dann weiß man, man ist da bei der Brauerei, wo wir beide hinwollen. Wir sind wohl die Ersten hier für heute. Die anderen sitzen noch draußen, aber es fängt gerade an zu regnen. Machen ist ja. Deswegen haben wir uns jetzt gefragt gehabt, die haben für uns extra den Du Laden hast hier immer Angst, dass aufgemacht. deine Frisur nicht mehr liegt. Haben extra für uns den Raum aufgemacht tatsächlich. Dunkle Bier. Dunkles. Damit das besser zieht gleich. Prost. Unsere Suppe ist da. Das Bier ist nicht genug. Welche Rofka gibt es noch dazu? Was, Medizin. Medizin, Kräuter. Ist nicht so schlimm. Unsere Ente ist da. Füße schmecken nicht. Das Essen ist nicht so gut wie erwartet. Nein. Die Knödel schmecken recht roh und nicht so, wie böhmische Knödel sein sollen. Die Ente ist nicht knusprig, aber sonst schön saftig, das kann man nicht sagen. Aber es ist so gut wie kaum so da. Rotkohl habe ich noch gar nicht probiert. Wie ist denn das? Anders. Kann man essen, aber nicht nochmal. Die astronomische Uhr am Rathaus ist über 600 Jahre alt. Zwischen 9 und 21 Uhr hebt die Figur des Todes die Sanduhr und läutet das Sterbeglöckchen. Dann wandern die 12 Apostel in Zweierpaaren an jeweils einer Fensteröffnung vorbei und blicken ganz kurz mal herunter. Außerdem zeigen sich Figuren, die für Eitelkeit, Habsucht, Wollust und den Tod stehen. Danach kräht ein Hahn und die Turmuhr schlägt die jeweilige Stunde. Man kann auf der Uhr als einzige auf der Welt die babylonische Zeit lesen. Außerdem noch die astronomische, mitteleuropäische und böhmische Zeit. Sie zeigt die Bewegungen der verschiedenen Himmelskörper an und ist zudem ein Kalender. Ein echtes Meisterwerk der Technik. Die Karlsbrücke ist die älteste Brücke über der Moldau. Jedes Jahr kommen rund 5 Millionen Touristen extra, um sie zu besuchen. Im Jahr 1357, am 9. Juli, genau um 5:31 Uhr, wurde der Grundstein für die Brücke gelegt. Ein Datum, das extra von Astrologen berechnet wurde, denn dieser von hinten wie von vorne gleich zu lesende Numerus sollte ein möglichst langes Leben vorhersagen. Auf den 516 Metern säumen 30 Steinskulpturen die Karlsbrücke. Allesamt Heilige, darunter auch der heilige Nepomuk, der als Schutzpatron die Brücke und ihre Passanten schützen soll. Nach der Legende, die zur späteren Heiligsprechung von ihm führte, hatte er einen Streit mit dem König, indem er sich weigerte, das Beichtgeheimnis zu brechen, weil er dem König nicht erzählen wollte, was dessen Frau ihm bei der Beichte anvertraut hatte. Und ihr glaubt es nicht, aber das war für König Wenzel genug, ihn von der Karlsbrücke zu stürzen und ertränken zu lassen. Ich weiß nicht, ob das ein goldener Zeh, goldene Brust, in jeder Stadt gibt es ja irgendwas zum Anfassen. Und weswegen müssen wir das anfassen? Weil es sehr viel Glück bringt. Es bringt Glück, deshalb fasst er nicht. Jetzt schmeißt er noch Geld in die Moldau. Jetzt hat er richtig viel Glück. Ja, ich bin da glücklich. Tschüss. Ich könnte da ja stundenlang vorstehen und das angucken. Thomas ist bestimmt schon weiter. Da.
steht da. Wieder Platzhirsch auf der Karlsbrücke in Tschechien, in Prag. Auf der Brücke leuchten die Laternen heute wieder mit Gas. Und mit ihnen etwa 500 weitere Laternen im historischen Kern der Stadt. Normalerweise werden sie automatisch ferngezündet, aber in der Vorweihnachtszeit kann man einen Lampenwärter im historischen Kostüm dabei beobachten, wie er das Licht entzündet. Da gibt es den berüchtigten Prager Schinken über Holz angefeuert. Ja, ich weiß, zu viele Bilder sind langweilig, aber in Prag gibt es so viele schöne Eindrücke, dass ich wenigstens ein paar davon zeigen muss. Das ist ein Nutrias, wo man da vorne irgendwo sieht, man kann das besser sehen. So, jetzt hat es ein bisschen angefangen zu regnen da draußen. Und deshalb gibt es jetzt erstmal einen schönen Kaffee. Ich bin hier gerade runtergegangen zur Toilette und ich glaube, der steht hier schon länger drin. Es regnet noch. Da kann man nichts machen, muss man halt noch einen Cocktail trinken. Ihr könnt selber einen Tipp abgeben, ob Alkohol drin war. Wenn ihr wissen wollt, ob wir mit unserem duseligen Kopf den Weg zur Burg finden, dann bleibt dran. Der 70.000 Quadratmeter große Burgkomplex wird auch Hradčín genannt und ist ein Sammelname für alle Paläste, Gebäude, Kirchen und Gärten, die sich darin befinden. Darunter auch der prächtige Veitsdom, der eines der wichtigsten Bauwerke in Tschechien ist. Allein der Blick auf das ganze Burgareal ist ein überwältigendes Bild. Hier gibt es so viel zu entdecken, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Der Palast, der Dom, die Gärten und die verschiedenen Säle in der Burg, das alles müsst ihr unbedingt gesehen haben. Und irgendwo gibt es hier einen eisernen Tresor mit 7 Schlössern, in dem die kostbaren böhmischen Kronjuwelen aufbewahrt werden. Aber auch das Goldene Gässchen hat uns total verzaubert. Es ist nur 100 Meter lang und wird so genannt, weil hier früher ausschließlich Goldschmiede ihre Geschäfte hatten. Der Umstand, dass hier auch mehrere Alchemisten gelebt haben, macht diese kleinen bunten Häuschen noch geheimnisvoller. Hier haben wir zu moderaten Preisen in diesem etwas versteckten, unscheinbaren Restaurant sehr lecker gegessen. Und das in der Altstadt. Thomas hatte Haxe und ich die Ente. Von uns eine klare Empfehlung. Es gibt hier ein paar tolle Aussichtsorte in Prag, aber das Schönste für uns war der Aussichtsturm auf dem Hügel Petrin. Am einfachsten gelangt man mit der Seilbahn auf den Hügel. Man hat ja einfach eine unglaubliche Sicht auf die ganze Stadt. Nach 299 Stufen oder einer kurzen Fahrt mit dem Lift ist man auch schon oben. Aber Achtung, wenn du gern fotografierst und Prag bei Nacht ablichten möchtest, wird es schwierig, denn es ist hier oben nicht erlaubt, ein Stativ zu benutzen. Wie heißt der? Krteček. Kretschik heißt er auf Polnisch. Krteček heißt er hier und bei uns heißt er Maulwurf. Maulwurf. Wie heißt das hier? Baumstriezel. Baumstriezel, Strudel. Angelich Wenn man in und so groß. Wenn man in Prag ist, muss man das einmal gekauft und gegessen haben. Mir fehlt schon die Hälfte. Wir haben es nicht abwarten können. Wir mussten jetzt so tun, als wäre es frisch gekauft. Aber wir haben schon die Hälfte weggegessen. Bitte. Heute müssen wir nicht mehr fahren und uns hat dieses Restaurant hier von außen so gut gefallen,
Also sind wir hier eingekehrt und haben uns Absinth bestellt. Leute, da merkst du jeden Millimeter vom Weg, den er nimmt, sage ich euch. Unser Tröpfchen hatte 60%, da wird hier ganz schön warm, kann ich dir sagen. Der Wirt hat sich auch super amüsiert, er hat uns nämlich erst später erzählt, dass man eigentlich die Eiswürfel reingibt und wartet, bis sie so weit geschmolzen sind, bis dann so ein 1:1 Gemisch mit dem Wasser entsteht. Naja, ich denke, wir sind ordentlich von innen desinfiziert nach dieser Erfahrung. Also wir sind jetzt auf dem Rückweg zum Auto. Und wir müssen die Bahnlinie 1 fahren nach Depot Hostivar. Guten Morgen zusammen, wir sind schon wieder unterwegs. Es gab schon einen Kaffee und hier ein paar Leckereien. Wir sind wieder in Prag heute Morgen mit unserem Ticket von gestern noch. Und heute wollen wir zu dem zweitältesten Haus hier in Prag. Das ist so ein Alchemistenlabor gewesen. Da wollen wir eine Führung mitmachen, aber es öffnet erst um 10. Jetzt ist es kurz nach 8, glaube ich. Und mal schauen, wie es werden wird. Es kostet 8 Euro pro Person und die Führung dauert 30 Minuten. Und da gehen wir jetzt gleich hin. Wenn man hier ist, kommt man auf keinen Fall an dem schönen Altstadtmarkt vorbei. Mit den schönen Gebäuden und der tollen Architektur. Und vor ein paar Jahren waren wir da hinten mal, da oben, in einem Apartment. Wir zeigen euch mal ein paar Bilder, das können wir nur empfehlen. Ich fand das Apartment so schön und wir hatten aus den Fenstern einen direkten Blick auf den Marktplatz. Als wir den Turm an der Karlsbrücke hochgestiegen sind, wussten wir sofort, warum Prag die Stadt der 1000 Türme heißt. Für 150 Kronen, das sind gute 6 Euro pro Person, hat man hier einen tollen Ausblick auf die Brücke und die Dächer der Stadt mit all ihren Türmen. Da holen wir uns jetzt einen Frühstückssnack. Es gibt Chili Chicken Cheese. Chili Cheese Chicken. Sweet Chili. Wie heißt es denn? Hier hängt da was aus dem Mund. Sieht's gut aus? Ja. Weiter geht's. Jetzt wollen wir ein bisschen Magie. Wir gehen zum Alchemistenmuseum. Das geheimnisvolle Museum liegt in dem jüdischen Viertel in einem der ältesten Gebäude von Prag. Fläschle mitnehmen. Ja. So. Nichts passiert. Was ist da wohl alles drin? Das Ticket für das Alchemistenmuseum kann direkt vor Ort oder online gekauft werden und kostet 200 Kronen, das sind etwas mehr als 8 Euro. Die Führungen finden alle halbe Stunde statt und dauern etwa 30 Minuten. Ja, hier gibt es ein Liebeselixier zu kaufen. Die geheimen Gänge hier wurden erst 2002 nach der großen Überschwemmung entdeckt und 10 Jahre später wurde das Museum erst eröffnet. Im 15. Jahrhundert wurden hier Tränke und Elixiere in einer Kräuterapotheke verkauft. Kaiser Rudolf II. Ließ im 16. Jahrhundert hier ein Alchemistenlabor einrichten. Früher waren die Kaiser und Fürsten chronisch knapp bei Kasse und versuchten ihr Vermögen aufzubessern, indem sie den Versprechen der Alchemisten glaubten. Deshalb finanzierten sie Laboratorien, in denen versucht wurde, einfaches Metall in Gold zu wandeln, was bekanntermaßen nicht funktioniert hat. Trotzdem wurden aus diesen ganzen Experimenten viele andere Verfahren entdeckt, aus denen später die heutige Chemie hervorging. Es gibt sogar eine geheime Tür, die zu dem unterirdischen Teil der Versuchsräume führt. Früher war Wissenschaft und Mystik eng miteinander verbunden und heute findet man hier einen Mix aus originalen und nachgebauten Objekten, eine wilde Mischung aus vielen skurrilen Kleinigkeiten. Die unterirdischen Gänge und die Labore selber sind alle authentisch und man kann die magische Atmosphäre bis heute spüren. Ein Tunnel führte direkt vom Labor zu einer sicheren Flucht in den Wald außerhalb der Stadt.
Alchemisten konnten ja nie vorsichtig genug sein. Ich bin im Paradies. Wir haben einen Laden für Künstlerbedarf entdeckt. Die haben hier alles. Sieht aus wie rote Fuchslösung. Die rote Fuchslosung, also Kacke vom Fuchs. Das sieht ja total komisch aus, total wie Plastik. Jetzt ist das abgerissen. Und das ist so eine Was ist das? nussartigen. Oh, guck mal, und in der Mitte ist noch ein schwarzer Kern. Das ist übrigens die Philharmonie. Gibt es Konzert und alles. Und Thomas guckt jetzt mal mit Google Lens, ob er rausfinden kann, was das für ein Baum ist mit diesen urigen Samensträngen da dran oder wie man das nennen soll. Hier unten ist so ein Schiffsrestaurant. Ui. Hallo? Wer bist denn du? Auf ihn gerupft. Hallöchen, ne? Oh, der hat ja nur noch eine Pfauenfeder. Wenn jeder ihn rupft, jeder zieht mir eine raus. Das ist so gemein. Senat. Ja, das war schon so. Was haben die denn? Jetzt mal durchgehen. Na? Schnuggelchen? Das ist hier ein riesiges Gewächshaus, hat man bestimmt auf den Bildern schon gesehen. Hier haben die sogar so richtig schöne Übertöpfe. Da ist er wieder, das Buntviech. Hallo. Das ist echt geil hier. Wir reisen erstmal weiter und verlassen die Stadt für diesmal. Zusammenfassend können wir sagen, dass Prag für jeden eine Reise wert ist. Es gibt leckeres Essen, Szenelokale sowie urige Bierstuben, haufenweise Sehenswertes und irgendwie ist hier immer was los. Jetzt fahren wir zu einer Kirche, die mit mehreren tausend menschlichen Knochen geschmückt wurde. Eieiei. Wir erkunden eine richtig tolle Ruine und wir grüßen euch vom Gipfel der Schneekoppe. Außerdem geht's nach Adersbach und ihr werdet sehen, wir sind winzig zwischen diesen riesigen Felsen und fühlen uns wie in einer anderen Welt. Außerdem besuchen wir das Haus von Oma, wo sie als Kind gewohnt hat und gucken, was es mit dieser Geisterkirche auf sich hat.